Heute bei Lately News hat in Trier ein betrunkener Mann versucht, vor der Polizei zu fliehen, indem er auf einen Baum geklettert ist. Zuvor allerdings verursachte der Mann mit seinem Auto einen Unfall. Als aber die Polizei erschien, ergriff er die Flucht, welche dann in der Krone einer 12 Meter hohen Tanne endete. Letztlich musste ihn die Feuerwehr aus dem Baum retten. Aber immerhin hatte der Mann wirklich einen in der Krone, beziehungsweise eigentlich ja nur die Tanne. Noch mehr gleich bei den News. Hier ist Berlin mit der einzig wahren Nachrichtensendung dieser und der nächsten Welt. Das sind die Lately News, denn alles andere da draußen sind nur Fake News. Natürlich auch heute Abend wieder mit mir, Florian Streletz, bekannt aus jedem Zug der S-Bahn hier in Berlin, wo ich unter der Woche die Leute immer nach Geld frage, weil ich nun einmal dieses Nachrichtenformat moderiere. Und das bringt mir locker um die, wenn nicht sogar fast mehr als 56 Cent das Jahr. Außerdem, falls du glaubst, genauso cool zu sein wie ich, dann hau mit der Faust auf den Abo-Button auf die Glocke, denn nur so haben wir die Chance, das Sandmännchen auch quotentechnisch weiter abzuhängen. Natürlich bin ich heute wieder nicht allein im Studio, sondern auch dieses Mal werde ich unterstützt von den einzigartigen Lately News Korrespondenten aus allen Ecken der Welt. Ob aus New York, Sydney, Bielefeld oder aus Spandau, wo dieses kleine Schiffchen in der Schleuse von Spandau kurz darüber nachdachte, einen auf Ever Given im Suezkanal zu machen, aber dann doch Schiss hatte. Loser, ruft die Ever Given rüber, die leider jetzt im Panama-Kanal feststeckt. Außerdem präsentiert uns heute noch unser Sonder-Hölle-Korrespondent Lucifer Morningstar die neuesten Kosmetiktrends. Leider ist Lucifer momentan noch nicht da, weil ihn gerade mal wieder Jens Spahn beschworen hat, um mit ihm seinen Deal nachzuverhandeln. Denn Jens Spahn konnte in der letzten Bundesregierung bekanntlich nur Gesundheitsminister werden, indem er dafür Lucifer seine Seele, sein gutes Aussehen und auch seinen Charme gegeben hat. Nur, wie sich herausstellte, war das für Lucifer ein Scheißdeal. Denn Jens Spahn besaß nämlich schon damals weder ein gutes Aussehen noch Charme. Aber eigentlich hätte das Lucifer schon vorher aus dem Deal mit Franz Josef Strauß besser wissen müssen. Oder mit Gerhard Schröder oder mit Günther Jauch. Aber kommen wir zuvorerst einmal zu den wichtigsten Nachrichten der Woche und fangen an mit Berlin. Wie jeder erfolgreiche News-Anchorman weiß ich natürlich um die Gefahr, die bei so einem Job auf einen lauern. Nämlich die permanente Gefahr, auch noch auf mein opulentes Gehalt Steuern bezahlen zu müssen. Der RBB hat nicht umsonst eine dritte Hypothek auf das alte RIAS-Gebäude aufgenommen, nur damit ich jetzt auch noch 2 oder 3% Einkommensteuer bezahlen soll. Genau deswegen lasse ich mir mein Gehalt auch immer bar auszahlen. Entweder in Dollar oder Bitcoins. Und schmuggle nie mehr als 10.000 Euro davon bar nach Spandau. Etwas, das ein 50-Jähriger so ähnlich am BR machen wollte. Nur halt nicht 10.000 Euro, sondern gleich 350.000 Euro, die er, wenig verdächtig, in seiner Unterhose und den Schuhen versteckt hatte. Der Mann gab dann beim Zoll an, dass er das Geld nur für einen Bekannten transportiere, dessen Name er nur leider gerade vergessen hatte. Was ich beleidigend finde, als ob man meinen Namen so leicht vergessen könnte. Währenddessen in Krefeld. Bekanntlich ist Alkohol ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist ein Fallschirm und auch ein Rettungsboot. Alkohol ist das Drahtseil, auf dem man viel zu oft steht. Und ich alleine habe mir diese Zeilen ausgedacht, die mir aber in diesem Augenblick Herbert Grönemeyer klaut, weil er diese News auf YouTube bereits 1983 gesehen hat. Herbert, I'm watching you. Nein, ich schaue dich an. Okay, ich schaue nur eine Kamera an und du auf einen flackernden monochrom 11 Zoll Monitor, aber du weißt schon ganz genau, was ich meine. Zum Glück kennt er nicht meinen anderen Song über Berlin, Die Perle im Ruhrgebiet. So ähnlich hat sich übrigens ein 55-Jähriger vor Gericht angestellt, als er den Schmuggel von 50 Kilo Drogen eingestanden hatte. Aber er glaubte dabei, nur Cannabis geschmuggelt zu haben und nicht wie in echt Heroin.
Da hat scheinbar jemand zu viel seines eigenen Stoffes geraucht oder gespritzt, je nachdem. Derweil in Tengen. Leider habe ich in meinem feuerwehrroten Ferrari den Fehler gemacht, mein Kleingeld aus meinen Taschen nach vorne auf das Armaturenbrett zu legen. Und da ich immer Kleingeld im Gegenwert von knapp 800 € in meiner Hose bei mir trage, für einen spontanen Besuch im Stripclub, war das halt super unbequem, darauf im Ferrari zu liegen. Leider musste ich auf der Autobahn einmal stärker bremsen, als ein Rettungswagen es sich gewagt hatte, auf meine Spur der Rettungsgasse zu ziehen, und mein Kleingeld rutschte dann in die Klimaanlage des Ferraris. Seitdem klappert das so, wie jeder Volkswagen von Werk aus schon klappert. Eine andere Möglichkeit, 18.000 € in Kleingeld ins Land zu schmuggeln, hat ein 47-Jähriger in Tengen versucht, der Schweizer Zöllnern ins Netz ging. Denn dieser hatte sie in seinen Reifen versteckt. Aufgefallen war den Zöllnern nur, weil das Kleingeld in den 4 Reifen lauter klimperte, als jeder Opel von Werk aus schon klappert. Noch zum Abschluss: Das Fake News Medium der Woche ist dieses Mal eindeutig die Deutsche Briefmarkenzeitung. Es hat sich gezeigt, dass die Failing Deutsche Briefmarkenzeitung nur vollgestopft ist mit abgestempelten Briefmarken. Einer der Gründe, warum ich schon sehr oft im Leben flachgelegt wurde, ist unter anderem meine opulente Briefmarkensammlung. Diese Sammlung besteht nur aus den schönsten und wohlgeformtesten Briefmarken, und meine Briefmarkensammlung ist auch, und dabei deutlich über den Schnitt von anderen Briefmarkensammlungen, um die 36 cm groß. Ich persönlich halte ja nichts von dubiosen Mittelchen, die die Briefmarkensammlung großzügig in dem Augenblick vergrößern oder strahlender macht. Das ist für mich unfaires Doping und sollte aus jeder Briefmarkensammlung verbannt werden. Zum Glück brauche ich das ja nicht, weil selbst im Winter meine Briefmarkensammlung, wie gesagt, 36 cm groß ist. Dementsprechend war ich erfreut, als ich neben dem Playboy, den St. Pauli-Nachrichten und dem Sonderheft GOV und Leder des Schweizer Magazins Bilanz die Deutsche Briefmarkenzeitung liegen sah, die meine Briefmarkensammlung auf dem Cover hatte. Deshalb sei niemals gewarnt, Deutsche Briefmarkenzeitung, die dunkelgrüne Lately Fake News Karte an dich, und ich freue mich schon, meine Briefmarkensammlung bei Tinder online zu stellen. Wie, du möchtest meine Briefmarkensammlung hier sehen? Und das, obwohl Kinder zuschauen könnten? Na gut, dann hole ich sie mal raus. 36 cm pure Freude. Das waren die Lately News. Wir sehen uns wieder am Montag. Und nicht vergessen, alles andere da draußen sind nur Fake News.